Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu CSI. Hard Evidence, wie es in Englisch heißt, in Deutsch eindeutige Beweise. Ja, ich würde mal sagen, der Tatort, also für mich ist der Tatort schon ohne Ende durchsucht. Ich habe selbst den Käfer gefunden, der da drin war. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gehen mal zurück ins Labor. Weil ich bin der Meinung, ich habe da noch was vergessen. Es ist irgendwas habe ich vergessen. Weil mir ist nämlich gerade der Fußabdruck aufgefallen und die Fußabdrücke habe ich noch nicht kontrolliert. Und mit der DNA, okay, da ist auch noch nicht so viel passiert. Auch wenn ich immer wieder darauf hingewiesen werde, dass ich die DNA jetzt mal machen sollte. Also der Schuhabdruck. Es gibt ja auch einen Schuhabdruck. Wieso gibt es den hier jetzt nicht? Ich habe doch einen Schuhabdruck. Och Leute, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ich habe doch einen Schuhabdruck, den ich noch nicht überprüft habe. Wieso wird der mir nicht angezeigt? Schuh- und Reifenabdrücke. Diese DNA, was hier immer so blinkt, das geht mir so auf die Nerven. Wo soll ich denn das noch herholen? Ne? Das ist das. Die Sache mit Vergleich B, Vergleich CSI-Proben. Das habe ich doch alles schon gemacht. Ja, Alter, das war doch alles falsch. Probe B hat nicht funktioniert. Ja, man sieht es ja. Es ist ja eindeutig, dass das nicht funktioniert hat. Nope, those two don't match. Ja, ist mir klar. Wo fehlt's denn noch? Was ist denn mit dem Fußabdruck? Wo fehlt's denn? Wo fehlt's noch? Oh, echt. Das ist... Also mit dem Schuhabdruck meine ich natürlich. Oh, das kann solche kleinen Dinge, die können so nerven. So. Hier unten ist es doch. Hier unten ist doch dieser. Hier unten. Diesen Schuhabdruck habe ich markiert. Aber ich habe ihn wahrscheinlich nicht. Ah. Alter, ich muss ihn ausgießen erst. Schaut euch an. Das ist Beweis 2. Ja, echt. Oh, jetzt ist der Tatort. Jetzt ist es fertig. Oh, ich habe hier alles gefunden. Okay, jetzt kann ich ruhigen Gewissens ins Labor gehen und jetzt wahrscheinlich endlich mal diesen Schuhabdruck überprüfen. Ja, ich weiß, ich sehe es ja. Ich sehe es. Vergleich B. Ja, Beweis habe ich keinen gesammelt. Da müsste hier was erscheinen. A ist es nicht. B ist es auch nicht. C ist es schon gar nicht. A, B, C, D. D ist es eindeutig. Das stimmt überein. Also, ja, habe ich es doch gesagt. Match on the footprint. Common athletic shoes.
Und wer hat Laufschuhe? Spezialsuche gibt's nicht. Audio gibt's keine. Audio habe ich ja nichts. Nein, das ist dann bestimmt bei anderen Fällen. Da werde ich alles noch nutzen können. Aber hier, ihr seht hier, das mit der DNA-Probe, ich weiß nicht, muss ich da irgendwas noch analysieren? Ist doch alles bereits gemacht. Jeansstoff und alles. Hier, das hilft mir gar nichts. Außer dem Tatort habe ich jetzt noch die Möglichkeit. Leichenschauhaus, das ist auch nichts, was ich jetzt nochmal besuchen will. Press wird mir auch nichts erzählen, der wird wieder Beweise brauchen. Wenn sie mehr Beweise haben, dann können sie... Was steht hier? Schon Erfolg bei der Suche nach den Minigolfplätzen gehabt. Ach so, das war auch noch so eine Geschichte. Yeah, if you can believe it. 2 using red artificial turf. One's been abandoned for a good long while. You can go ahead and check that one out for trespassers, and if you find anybody, come on back and I'll get you a search warrant. Und da hat wahrscheinlich auch nur der Schuhabdruck dazu beigetragen, den ich jetzt gemacht habe, also den ich jetzt ausgegossen habe, da irgendwo auf dem Golfplatz einen Vergleich zu finden. Schätze ich mal. What do you know? This is the first time I got the windmill hole in one. Close, dude, but no cigar. They call me Ed Freeborn, as in born free, like the old song, free as the wind. Not trespassing, passing through. Yo, since when is Vegas a police state? Gendarmes in this town ought to know all about citizens having a bum run of luck. Bum is right. Whoa, that is eerie. But then they say everybody's got a doppelganger. Well, let's go downtown for a little talk. Somebody who looks just like me has some questions for you. Ja, das ist natürlich auch eine Ausrede, die man zu sämtlicher Polizei sagen kann. Ich glaube, jeder hat einen Doppelgänger. Ich weiß, es ist Unsinn, aber so genauso wie der Spruch. Ich war es nicht. Okay, darf ich mal schauen. Beweise? Habe ich Beweise? Ich habe Schuhabdrücke, aber ich habe nicht seinen Schuhabdruck. Um mal bei dem jetzt zu bleiben. So. Probieren wir ein letztes Mal den Namen. Sind Sie Etzel Denville? Etzel Denville. Oh, Zungenbrecher. I already told you, my brothers. The correct designation is Freeborn. Ed Freeborn. Yeah, right. Like the old song. I wonder what song your fingerprints will sing if we check them.
Now that is cold. Stone cold. This is supposed to be a town that understands second chances. I'm just one more dude trying to start over. Finish my parole clean. Check it out, you don't believe me. Oh, Fingerabdrücke. Wie kommen die Fingerabdrücke auf die Terpentindose, mit der ein Taxifahrer angezündet wurde? Also, das waren seine Fingerabdrücke. Okay. My what on where? He's dead, by the way. Technical term for that's homicide. Whoa, whoa, whoa. I don't know a damn thing about any cabbie or fire or where'd the hell this go down? Outside a foundry. Big metal sculptures are stored there. Oh, yeah, sure, I've been there. See, I've been helping these crazy artsy-fartsy gals put up flyers for some whacked-out project of theirs. I've been helping them on this art deal, helping build it. So yeah, we used our share of turpentine on the thing. Probably got that crap all over me. These gals are, well, they're not just into art, they're into each other, comprendo? They've been putting this installation together. They call it a fire temple. They've been planning on being part of this big old wild festival out in the desert next month. So that terp can, it might have come from their pad. Deborah, she's Ms. High and Mighty Tribal Leader, self-appointed. And Liz spills herself as Bridget, the fire goddess. She's got a real pyro Jones, Liz does. Maybe she knows how your cabbie got burned. Yeah, maybe she does. Got an address? No prob. Just 'cause I got no fixed place of residence, don't mean I ain't a good citizen. At the Windmill Suite, the miniature golf park. Why don't you check with the couple hundred golfers who played through last night? Hey, you don't pick some deserted tourist trap to crash in 'cause you're looking for company. I'm not into brand names, and anyway, I'm more of a boot kind of dude. Isn't that enough questions for now? Kinda like to get back to the old Windmill Suite before someone else claims it. Sorry, Ed. You're not charged with anything right now. But you'll have to make do in the holding cell suite till we've checked out your story. Okay, wir haben zwei neue Namen. Wir haben zwei Frauen, die er uns genannt hat. Und ich hoffe mal auch einen neuen... Zwei neue Plätze, okay. 3 neue Plätze. Was ist denn hier passiert? Achso, das ist das Verhörzimmer. Ist ja unser erster Fall. Ja, okay. Lass uns erstmal diese Windmühle am Golfplatz überprüfen, wo der Typ übernachtet. Da haben wir den ja mitgenommen. Okay, wenn es überhaupt was richtig zu finden gibt. Schade, dass ich hier nicht rumlaufen darf. Okay. Hier hat doch gerade was geglänzt. Da habe ich mich jetzt getäuscht. Vielleicht noch ein Käfer für Grisham, noch ein Käfer oder sowas. Das sieht alles so irgendwie gleich aus. Okay, irgendwie ist hier nichts zu finden. Wenn jetzt nicht irgendwo eine Leiche irgendwann mal hier liegt, dann... Nein, ich frage meinen Kollegen nichts. Das werde ich nicht tun.
Okay, dann lass mal den anderen Ort untersuchen. Ich glaube, also ich finde jetzt momentan nichts. Ja, das wissen die meisten nicht. Die Häuser in Las Vegas ringsrum in der Wüste, das sind auch ganz normale Wohnsiedlungen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jeder in Las Vegas wohnt, wenn du über Las Vegas sprichst. Sage ich jetzt Look nur mal. familiar? Picture her with her face circled on a scorched flyer. Okay. Darf ich die Wohnung durchsuchen? Wahrscheinlich noch nicht. Nein. Okay. Nick Stokes, Las Vegas Crime Lab. My partner and I have a few questions for you. Well, sure. But could you tell me what this is about? The crime lab doesn't drop by every day. Isn't that a funny name? I'm sure I'd remember it if I'd heard it. And I don't and haven't. Ja, ich glaube ihr das sogar. So direkt, wie sie mir das erzählt hat. Vielleicht einen gewissen Ed Freeborn. Oh, him. He's just this character who crashed with us a while. Why? What's he done? What's going on? Mr. Freeborn behauptet, dass er für sie an einem Kunstprojekt gearbeitet hat. Ist das richtig? Not really, but sort of. Look, he's just a guy who answered one of our flyers. We're after people to join our, well, we call it a tribe, for an art festival out in the Black Rock Desert. Here, take one of our flyers. Ed was down on his luck, and my roommate Liz, she's always been a soft touch. So, anyway, we gave him some space to crash in. Only I insisted it would be in exchange for him working on our installation. After a few days, I didn't like much having him around, but Liz insisted. She's got a streak. Stubborn. Liz, your roommate? Yes, she's my partner in the art project. But let me think. Since we tossed Ed out on his backside a couple days ago, well, we haven't seen hide nor hair of him. Or anyway, I haven't, which is no great loss. If you don't mind, we'll take you up on your offer to take one. I see him right over there. Do you, partner? Excuse us a moment. Excuse us a moment. Ja, den Flyer, habe ich den schon genommen? Anscheinend nicht, ja. Not the right tool for this. Na. Okay, also hier sieht nichts nach Abdruck aus. Hier sieht nichts. Okay. Ja, das war der Flyer, den durften wir nehmen. Das hat ja auch immer was damit zu tun, ob wir die Wohnung durchsuchen dürfen. Haben Sie eine Idee, wie einer Ihrer Flyer letzte Nacht in die Handtasche eines toten Taxifahrers kam? Shirt pocket? Dead? What are you talking about? Did you say cab driver? Oh, how horrible. But surely that doesn't have anything to do with me, with us. Liz and I, we put flyers everywhere, all over Vegas. An art tribe needs artists, and we plastered the place. So this cabbie, he could have got that flyer just about anywhere. Possibly, but on this particular flyer, your face is circled with the word, if you excuse me, bitch beside it. Does a cab driver named Bob ring a bell? It doesn't ring anything. So he scribbled something nasty next to a woman's picture, so what? Do I have to tell you there's an army of weirdos out there? Misogynistic a-holes? Look, I have work to do. Art to create, actually. Are we done? Liz? Why, she's in the backyard working on our fire temple.
Aha, Liz, die nächste. Also ihre Partnerin. Backyard, also im Garten oder so, im Hinterhof. Komme ich da hier irgendwo raus? Ist es Finger on? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich ist das der Hinterhof. Ja, Las Vegas. Hier hat man wieder die ganzen Wohnsiedlungen. Die sehen alle gleich aus irgendwie. Das wäre nicht meine Gegend, das wäre mir viel zu warm. Las Vegas. Zu warm, dort zu leben. Wüste und ja, vor allem wenn du nicht mobil bist, dann keine Ahnung. Crime scene? Are you kidding? How much are you people going to put me through? I reported it myself. It was a damn accident, and hell, I said I'd pay for the goddamn fence. Sorry, I don't mean to lose it or anything, but our neighbors are born-again tight-asses who don't exactly love living next door to an alternative lifestyle couple. Why don't you explain to them what discrimination means and tell them to back the hell off? Okay. Ich bin mal kurz am Untersuchen, wenn ich das überhaupt darf. Was auch immer mir das jetzt bringt. Das bringt mir nichts. Ach, solange ich nichts untersuchen darf, scheint es so, dass ich das auch nicht machen sollte. Okay, lass uns erstmal ein paar Fragen stellen. Das hat nichts mit ihren Nachbarn zu tun. Ist das ihr Feuertempel? Oh, sorry. I thought the fire. Anyway, yes, this is our fire temple. We were planning to take it out to the festival. What? Did I say... Sorry, I'm just tired. So many stupid hassles today. Anyway, there's still a lot left to do, but yes, we are still planning to take it out to the festival. Why? Ed? Sure, I know Ed, but I didn't know his name was... Anyway, sure, yes, Ed was helping us out with the temple, but he... Look, he's just another one of these free spirits. Took off. I have no idea where. Why? Is he in some kind of jam? If you define jam as having his fingerprint found at a murder scene, yeah. On a turpentine can, to be specific. A can Ed said may have belonged to you. Murder? Look, I can't believe Ed would say anything like that. Are you saying he tried to blame something on me? No. No way in hell. Well, you get to know people after a while, you know? And I know Ed, and Ed just wouldn't. Well, what do you think? I'm an artist. Look at how much painting I have to do. You're a detective. See if you can deduce if I'd have a use for turpentine. Bob is the bastard who's been harassing Deborah. He's a Neanderthal with a taxi cab. Why are you asking me about that lowlife? That lowlife is the victim someone burned to death in a cab using the accelerant turpentine. His remains were discovered in the foundry yard in the commercial district, not far from here. That's sick. That is really sick. Is he... You mentioned murder before. Oh, God. I can't say I'm sorry he's gone, but I wouldn't wish a death like that on anybody.
Let me think. 9 and 10. Well, I would have been out walking. I do that a lot, after dark, when it's cool. Alone. After dark? Yes, alone. Why not? I'm a big girl. I can take care of myself. Maybe, I don't know. I didn't stop and chat with anybody or anything, or see anybody else out walking. Sometimes I just like to be by myself. Like now, for instance. Are we through here? Not my cell. Must be yours. Hey, Sarah's in the garage. Wanted me to let you know she's got the cab ready. Brass out. Okay, partner. You heard the man. I'll follow your lead. You been to the garage yet? Ja, du folgst mir. Es wurde aber auch das hier eingeblendet und Nice eyes. Same brand of turpentine as we found at the scene. We'll need a warrant to take this. wir brauchen einen Gerichtsbeschluss. Alles klar, alles klar. Okay, vielleicht meldest du dich ja auch dann mal dazu, was ich... Okay, wir brauchen einen Gerichtsbeschluss. Das war mir schon klar, dass du hier den Tatort nicht einfach so durchsuchen darfst. Was war jetzt mit Brass? Irgendwas mit Garage. Jetzt haben wir schon nächste zum Schauplatz. Gehe zur Werkstatt. Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Jetzt kann ich endlich mal das Auto durchsuchen, was ja mit Siegeln abgesperrt wurde. Abgeklebt wurde. There you are. I've already pulled out the front seat. The rest is all yours. Ja, das habt ihr ordentlich auseinandergenommen. Okay. That's a gay bar over on East Sahara. A trendy one. Or so I hear. Da ist aber noch ein Fingerabdruck drauf. Boah, ey. Aber geht's euch auch manchmal so, dass gerade in wichtigen Situationen das Auge tränt? Okay. Fingerabdruckpuder. Not the right tool for this. Ja, ist schon klar. Not the right tool for this. Ja, wahrscheinlich das letzte, was ich dann mitnehme. Es ist normal. Okay, das ist alles ziemlich dunkel, was ich hier sehe. Das muss ich mitnehmen. Das Navi muss ich aufnehmen. Ah, GPS device. Should be able to download our cabbie's route directly from this. Ja, ist klar. Ist logisch. Wenn hier kein Abdruck mehr ist, auf irgendwelche Art und Weise, dann... Okay, lass uns mal drehen. Lass mal drehen, wie weit das geht. Ah, hier ist ja noch was. Die Tür. Oh, was soll ich hier finden? Ah, hier. Ah. Nein! Okay. Kein Abdruck. Was ist das für ein Bescheid?
Ich erkenne das kaum, ja. Habe ich tatsächlich was im Dunkeln aufgenommen? Ich habe tatsächlich was aufgenommen. Hier unten liegt doch auch noch was. So. Der Kofferraum hat mich immer interessiert. Aber nein. 498, ja, ich weiß. Aufnehmen. Sieht aus wie ein Bauplan. Ach nein. Oh. Das ist ein Feuerzeug. Feuerzeug, seit wann sieht ein Feuerzeug ein Bauplan aus? Ich glaube, jedes Feuerzeug hat einen Fingerabdruck. Oh, es ist bei mir ist einfach nur schwarz. Ich sehe das vielleicht anders, wenn ich das jetzt aufgenommen habe. Aber bei mir ist einfach schwarz. Wahrscheinlich auch so das. Okay. Wie sieht's aus mit den Schauplätzen? Oh, ich bin hier fertig. Dann lass mal ins Labor gehen. Erstmal die Beweise untersuchen. Fingerabdruck am Feuerzeug. Und ich bin immer noch nicht bei der DNA irgendwie weitergekommen. So, Fingerabdruck gleich A wäre an der Streichholzschachtel. Vergleich B wäre logischerweise, was ich mal meine, ach nein, Feuerzeug, Streichholzschachtel, ist Quatsch. Das ist ja... Nein, oder? Nein. Eindeutig nein, ja. Zivile Akten, keine Beispiele gefunden. Las Vegas Police Department, 3 Abdrücke gefunden. Mein Auge sagt mir, dass das übereinstimmt. Ja. Good match. Record of fire-related misdemeanors, most recently fire damage to her neighbor's fence. This places our friendly neighborhood fire goddess in the cab sometime before the fire. Okay, da muss ich ja nur noch rausfinden, wo die Person sich befindet. Okay, wir haben noch einen Fingerabdruck auf dem Feuerzeug. Ah nein, das hat ja nicht übereingestimmt. Oder? Oder? Nein. Gleich B wäre auch zivile Akten, suche ich nochmal. Keine Beispiele gefunden. LVPD. Aha. Okay. Nein, ich glaube nicht. Gleich B. Ja, das passt. Auf jeden Fall. Erzähl mir was anderes. Stimmt überein. Print belongs to a Randall Watchy,
convicted pedophile. Hold on a minute. Records show Randall was put away a month back. I don't figure he was catching cabs from his cell block. Spezialsuche, ich darf nicht Spezialsuche. GPS. Analysieren. GPS log has Bob driving through town before making his last stop of the night. Or ever. There are security cams all along this route. Good chance one may have picked up our perp. I'll ask Brass to go after any footage. Oh nein, ich bin noch nicht fertig. Now this is interesting. Looks like our cabbie deposited a check for $500, written to him by Deborah. We need to find out how somebody harassing a party winds up getting payment from that party. Deborah. War das eine von denen? Von den zwei Frauen, von der einen oder... ich muss erst... Okay, da bin ich fertig. Ich glaube, ich stelle mal noch 1, 2 Fragen, bevor ich hier weitermache. Stimmt es, dass Bob Kästner sie belästigt hat? How did you guys find out about that? Liz, I suppose. Listen, you want to know something about me? Ask me. Ja, ich habe doch gerade gefragt. Was hat er gegen sie? We went out a couple times back in high school. He seemed like a nice guy at first, before the real Bob started coming out. Freaking racist, flaming homophobe. Back then I hadn't come to terms with my, sexual orientation, but I knew Nazi talk when I heard it. I dumped Bob's bigoted butt like the day before prom. And let's just say he didn't take it well. But you know, that's ancient history, right? Only some people never quite drag themselves out of high school, huh? Anyway, maybe 2 weeks ago, he must have got hold of one of our flyers because he started calling me. First he pretended to be nice and asked me out, for old time's sake, you know? And that's when you let him know about your sexual orientation. Not at first. I just tried to let him down easy. Said I was in a long-term committed relationship. And then he snaps. His voice all different, sarcastic, nasty as hell. And he says, "What, with some dyke?" So he knew all along about Liz and me. Maybe Ed told him. Maybe Ed handed him a flyer. You'd have to ask Ed about that. And then the calls started. Obscene, abusive, nightmare abuse. And I had his calls blocked. And then he kept driving up and down past my house in his cab. It was awful, really disturbing. I was scared half to death. Oh, da haben wir wohl einen kleinen Psychopathen erwischt, der was gegen Lesben hat. Haben Sie eine Beschwerde gegen Kastner eingereicht? You bet your ass I did. Not that it did any good. I guess you people don't think it's harassment when somebody like me gets hassled. Actually, we do. Of course, you don't need our help now. He won't be hassling you again, will he? So that's what I get for being honest with you people? So that's what you do with a victim like me? You make me out a suspect. Well, maybe I'm not shedding any tears for Bob, but I had nothing to do with what happened to him. Oh, das dreht sich in eine ganz andere Richtung, wenn sie gerade so durchdreht. Warum haben Sie Bob einen Scheck über $500 ausgestellt? Listen, I know it sounds crazy, but after I dumped him back in high school, he'd corner me in the hall and harp about the money he spent on prom. The limo, the rented tux, the corsage, how I owed him. So I thought, pay him off, pay him back. So I go out to that cab and say, how much to get you the hell out of my life? He says, not for $1 million, baby. I say, I'll give you $500 to just go away. And he says, done. And I did.
And then he kept coming around anyway. Ich kann das nicht glauben irgendwie. Okay, dann fragen wir mal ihre Freundin, was die dazu zu sagen hat. Ja. Wir haben ihren Fingerabdruck auf auf einem Streichholzbrief in Bob Casters Taxi gefunden. Das ist schon seltsam, muss ich sagen. Ja? Fingerabdruck in dem Taxi bei dem Mann, um es nochmal zu erinnern, der verbrannt wurde in seinem Taxi. Well, that's nothing to call the media about. I just got tired of that character haunting our house and making a wreck out of Deborah. So I climbed in that cab and asked for a ride over to the nearby strip mall. And on the way, I really tore him a new one. Said if he didn't leave us alone, I'd get a restraining order on his pasty white ass. Then the a-hole flares up and his eyes pop out and his veins stick out and he's spewing all kinds of vile, foul crap at me. Turns out lesies like me are ruining this great country. All the while, he's still driving, but his eyes are on me in the rearview mirror, and now he's going about 50. So I wait for him to run out of steam and then calmly tell him I will call the cops if he doesn't stop the car. I'm digging into my purse for my cell at the time. So he slams on the brakes and pulls over and throws open the door and tosses my butt right out onto the pavement, which must have been when and how I lost those matches, right? Anyway, he roars off and leaves me in a rough neighborhood, thank you very much. Ja, das kann auch glaubwürdig sein, dass sie das dort verloren hat, wo sie rausgeschmissen hat aus dem Taxi. You know, I'm not sure. 6, maybe? Or 9, or 10, maybe. You can try to squeeze me into your timetable all you want, champ. But the inconvenient truth is, I didn't torch that bastard. I have an artistic penchant for fire imagery, but that doesn't make me a pyro or a killer. I said before, Ed's been helping us out with our fire temple. What, you think I'm the only artist in Vegas who uses that brand? Man, can't get used to that high-class handle for Freeborn. But, anyway, yes, sure. Ed was around all during the time Bob was making an ass of himself around us. And he also mentioned a cab driver he handed a flyer to lost it when he saw Deborah's picture. Later, Ed confirmed our stalker was the same guy. Oh. Well, it's not like I marked it on the calendar. About 2 weeks ago? No, he didn't like the guy's nonsense any better than we did. Loudmouth bully and bigot. Ed sort of laid back, but for him, he was pissed all right. Ah, so viel kriege ich nicht raus. Das hat ja jede ihre Ausrede. Das ist schon seltsam. Ist auch nicht zu fit. Okay. Für eine Vorladung reicht das auch nicht aus. Was könnte ich denn jetzt noch finden? Tun. Gehe zum Verhörzimmer. Moment, ja, Verhörzimmer. Ich glaube, das mache ich jetzt als nächstes. Hey, what's up? He's on his way to interrogation now. Ja, ich muss das ja bestätigen, was mir hier erzählt wird, ja. Eventuell, ja. Dude, that's all you get now. Ah, das ist alles, was ich bekomme. Ah. Ja, okay. Was war's noch? Leichenhaus, da lag bloß der. Das Büro brauche ich nicht zu gehen. Labor brauche ich jetzt auch nicht zu gehen. Ich habe hier keine DNA, nichts. Vielleicht finde ich ja wieder was Kleines, was mir nicht aufgefallen ist, auf diesem Golfplatz. Ja,
hier steckt doch was drin, erzähl mir doch nichts. Nein? Okay, da steckt hier nichts drin. Hier, Golfplatz, das ist irgendeine Kleinigkeit, irgendwas, was abweicht, irgendwas, was irgendwie anders aussieht. Schon lange zu. Also es sieht nicht so aus. Es sieht überhaupt nicht so aus, als würde ich hier was finden. Und ich frage auch nicht meinen Kollegen, wie es weitergeht. Okay. Vielleicht muss ich hin und her Gespräche führen, nicht? I don't know. That's all I have to say for now. Durchsuchen darf ich auch nichts, glaube ich. Das ist erst erlaubt, wenn ich Leichenschauhaus. Mit dem Auto bin ich durch. Preis ist jetzt. Ja, okay, ich gehe mal zu ihm. Ich gehe mal trotzdem hin. Vielleicht ist ja noch was anderes. Oder erzählt mir wieder, wenn ich genügend Beweise habe, kann ich Gerichtsbeschluss bekommen. Können Sie mir einen Durchsuchungsbefehl für die Minigolfanlage haben? That property's been in litigation since the Rat Pack was still in town. I'll see what I can do, but it may take some time. Deborah Finch. Ein Durchsuchungsbefehl für Deborah Finchs Haus und Grundstück. Direct evidence of Liz inside of the cab. Both ladies a possible source of turpentine, and the cabbie's history adds fuel to the fire. Not yet. Check back. Kann ich nochmal mit dem Verdächtigen sprechen? He's on his way to interrogation now. Ah, na, das bringt mich alles nicht weiter. Also Brass muss ja erstmal... Ich glaube, der erzählt mir nichts Neues. Dude, that's all you get now. Genau, der erzählt mir nichts. Ohne Durchsuchungsbefehl für den Golfplatz kann ich dort auch nichts finden. Ich glaube, in dem Loch ist was drin. Muss was sein. Ich gehe mal zum Labor zurück. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ach, bitte nicht wieder diese DNA-Beweise. DNA ist... Okay, vielleicht ist ja diesmal eine andere... Okay, Vergleich A. Ah, nein, es ist nichts anderes. Vergleich B. Nein. Nein, nein, es ist wieder dasselbe. Es ist wieder nichts. Hier ist auch nichts, was ich drauflegen könnte, was ich zum Auseinandernehmen das habe ich schon gemacht, oder? Beweise, bla bla, ja. Okay, das ist alles schon erledigt. Verdächtige Opfer, Diagramm. Kann ich nochmal zum eigentlichen Ort zurück? Hä? Nein. Das ist auch so eine wahnsinnige Achterbahn in Las Vegas, die da oben an dem Gebäude ist. Okay. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl, um nach Hinweisen zu suchen. Based on what? Let me see that thing. Ah, hell with it. Just get it done so I can get back to it. Ja, du kommst mir ziemlich verdächtig vor.
So, und jetzt lass uns nochmal loslegen. Vielleicht erkenne ich jetzt was hier, was ich vorher nicht erkannt habe. Zumindest hinten bei dem... Ja. Was soll ich durchsuchen, wenn ich nichts finden darf? Seltsam. Ja. Nein. Ist die Durchsuchung allgemein? Ist das jetzt... Ja, Terpentin ist Terpentin. Ja. Ist hier kein Abdruck drauf? Es ist halt dieselbe... Ah, okay. Ah, okay. Ich gehe noch tiefer in das ganze Geschehen. Das würde ich mitnehmen wollen. Oh, mein... Sorry, musste mich muten. Meine Stimme ist gerade nicht so gut. Oh. Was haben wir denn hier? Aufnahme. Okay, we have 2 lesbians and 1 used condom. How exactly does that add up? This is important evidence. Be sure and check all sides for trace. Oh, jetzt lass uns mal ein Kondom untersuchen. Jetzt komme ich vielleicht zur DNA-Probe. Ja, das sind 2 Lesben und ein Kondom, wo Sperma drin ist. Lassen Sie uns doch mal richtig sagen. Ja. Und okay, ich gehe mal ins Labor. Jetzt gehe ich mal zur DNA. Ja, Labor, genau, DNA. So, lassen wir prüfen. Ich will dieses Ausrufezeichen loswerden, was hier an dem Monitor ist. So, Vergleich B, gesammelte Beweise. Ja, jetzt dieser Beweis. Und jetzt schaue ich mal ganz genau. Ich glaube, der stimmt überein, ja? It matches, but you're matching an unknown against an unknown, so we really don't know anything. Always try to match known sample. Unbekannte Proben vergleichen. Okay. Ich soll also nochmal unbekannte Proben vergleichen. Ja, ich meine, er hat ja recht. Es ist eben so. Ja. Nein. B. Nein. B. C. Nein. B, C, D.
Auch nein. B, C, D, E. Also echt. Es ist immer die letzte Kiste, die man aufmacht im Spiel. Ja. Nope, those two don't match. Wieso? Es sieht doch genauso aus, unten zumindest. Alter, ey. So. Try to match these to known samples. Das ist mir schon klar. Aber eure CSI-Dinge hier, die bringen auch nichts. Weil hier ist nichts gleich. Hier ist immer irgendwo ein Abstrich A, B, C. Hier zum Beispiel ist auch nichts. Was dasselbe ist. Das eine Strich ist zu weit unten. A, B, C, D. Da ist einer zu viel. A, B, C, D, E. Ja, die passen nicht zusammen. Okay. Immer noch, ja. Immer noch mit der DNA-Probe zu kämpfen. Okay, dann gehe ich mal ins Haus nochmal und spreche mit der Freundin. Wenn sie mir jetzt Antworten gibt, andere Antworten als wie die ich bis jetzt bekommen habe, oder sie antwortet nicht. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl für Ihr Haus. Halleluja. You don't need one, far as I'm concerned. Go for it. Nothing to hide here. Ja, nothing to hide. Das wollen wir mal sehen, ob du ja nichts zu verstecken hast. Au, ein Insekt. Ich hab's gesehen, das ist für Grisham ein Insekt. Schnell. Jawohl. Okay, hier ist wohl sonst nichts, außer dem Insekt. Okay. Oh, was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, Streichholz. Aha, hier fehlt eins. Same kind of matchbook we found in the cab. Minus the soot. Und, ja, Fingerabdruck ist bestimmt. Oder? Nein, sieht nicht so aus. Irgendwas im Holz, im Ruß. No? Ah, hier ist ja noch ein Zimmer, ja. Ah ja, halt. Ja, Sekt und was Frauen halt so trinken. Soll kein Vorurteil sein. Sonnenbrille, die, Nichts? Nichts? Zero? Nothing? Boah. Ja, was will ich denn auch erfinden, was damit zu tun hat?
Kleiderschrank ist immer irgendwas zu finden. Schuhe, Leute. Wir haben ja am Tatort gewisse Schuhe. You're on the right wavelength, partner. But that's not the brand of shoe that left the crime scene print. Ach, okay. Ich wollte nur gründlich sein. Okay. Dieselbe Schachtel an Streichhölzern. Haben Sie noch andere Schuhe wie diese in Ihrem Schrank? I only have the one pair of running shoes. Sorry to disappoint. Ja. Das bedeutet, dass ich erstmal ins... Oh. Ah, ich bin hier fertig. Ich bin fertig. Okay, ich frage nochmal die Freundin und dann mache ich mich mal ins Labor eventuell. Können Sie uns sagen, wie ein benutztes Kondom in Ihr Hinterzimmer kam? Eine sehr, sehr unangenehme Frage. I don't know. Neighbor kids who sneaked in for a quickie? I mean, that structure is in our backyard. Could be anybody. But me or Deborah, of course. Natürlich. Wir würden gerne eine DNS-Probe von Ihnen nehmen. Ja, das wäre natürlich super. Da könnte ich da wieder vergleichen, damit ich endlich mal dieses Ausrufezeichen los habe. Well, I wouldn't like you to. You can't do that without some kind of warrant, right? That shouldn't be hard to get. You want to look good in this thing? I'd start cooperating. What a charmer you are. Yes, yes. Go ahead. A man's gotta do what a man's gotta do. Or so I hear. Okay, we got lucky and located some security cam footage from a business along our roasted cabbie's route. Sarah will have it for you in the lab. Ja, da wollte ich gerade hin. Ins Labor wollte ich gerade hin. Gerade eben. Okay. Ja, die Kameraaufnahmen, die interessiert mich Hey natürlich guys, your hunch paid off. Here's a hunk of reality TV that you're gonna really get into. Oh, ach so, ich habe das gekriegt. Bevor wir uns das Video anschauen, möchte ich hier erstmal noch mit der DNA-Probe was machen. DNS des Schuppen, blaue Jeans. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's wieder rund. Jetzt haben wir neue Beweise. List DNS. Leads passt nicht überein. Stimmt nicht überein. Okay. Also Vergleich A. Abstrich vom Kondominneren. Sammelte Beweise. Schuppe? Was, wie jetzt Schuppe? Ist das gleich? Ist es Fingerhorn? Try to match these to known samples. Ach so. Ach komm, erzähl mir doch nicht immer dasselbe. Okay, A stimmt nicht überein. B. Nein, da ist ein Strich zu viel. A, B, C. Da ist ein Strich zu wenig. A, B, C, D. Das ist wieder einer zu viel. A, B, C, D, E. Nein. Ich komme mit dieser DNA-Probe nicht zurecht. Video, Bildaufnahme. Beweis. There might be visual evidence on this tape. Play the video to watch the whole thing. Then, use the controls to look frame by frame. There might be visual evidence on this tape.
Play the video to watch the whole thing. Then, use the controls to look frame by frame. Ja, ach, Mann. Spielen. Okay, hier ist das Auto. Hinten sitzt jemand drin. If you find a frame that reveals new evidence, you can click to enhance it. Not much interesting on this frame. Nein, interessant ist auf dem Bild eigentlich nur... Kann ich das nicht... Not much interesting on this frame. Ja, aber vorne, wo die Hand nach vorne geht. Moment, hier war was. Hier war es hell. Not much interesting on this frame. Oh bitte, erzähl mir das jetzt keine Stunde. Not much interesting on this frame. Da ist es hell. Das muss es sein. Das sieht nach Army aus. Hello. Check out that poncho design. We've seen that before. Remember? Nice going, partner. Ja, Partner. Autsch, Entschuldigung, das war jetzt was bei mir umgeflogen ist. Okay, abgesehen von der DNA-Probe. Die Freundin draußen. Die ist mir verdächtig. Die hat diesen Poncho gehabt, glaube ich, den ich beiseite geschoben habe. Das kann nur die sein. Die hat so einen Hass auf Männer. Ja, das ist eine Kampflesbe. I've said all I'm going to say for now. Oh, natürlich. Oh Mann, ey. Da gehe ich mal zu Bryce und lade die vor. Ich versuch's zumindest mal. So. Okay. Na, DNA-Beweis. DNA-Beweis. Das ist... He's on his way to interrogation now. Ah, der wird mir auch nichts erzählen. Wahrscheinlich ist das... Dude, that's all you get now. It's all you get, man. Ja, ist natürlich klar. Also alles, was ich krieg. Kann das sein? Wo soll ich denn noch hin? Leichenschauhaus, Verhörzimmer. Warum ist das Leichenschauhaus nicht abgeschlossen? Huh? I've got nothing new to report on the Vic. Ich habe den ja schon am Anfang untersucht. Könnte ja sein, dass noch ein paar Fragen sind. Irgendwo. Vielleicht was am Fuß. Nein, Leichenschauhaus. Ich glaube, dass es bestimmt erst zum Ende abgeschlossen wird. Ja, dann gehe ich nochmal auf den Golfplatz. Es muss was ganz Kleines wieder sein. Oder es hat was mit dem DNS-Ding zu tun. Ich denke immer, das ist was in dem Loch.
kannst ja auch nichts liegen lassen. Ich meine, was soll ich hier noch finden? Oh, Moment. Unten? Fragen habe ich keine. Das ist meine Bewertung, die ich dann am Ende kriege. Die soll möglichst gut ausfallen. Also zum Tatort, zur Freundin. Ich darf ja alles durchsuchen. Also normalerweise müsste ich ja hinten vielleicht irgendwann eine Probe mitnehmen dürfen. Das kann ja wohl nicht sein, ja. Wieso kann ich hier nichts probetechnisch mitnehmen? Auch hier, das ist auch komisch. Wieso kann ich hier nichts machen? Ha? Ha? Irgendwas Kleines muss doch hier rumliegen, was noch eine DNA oder sonst was für ein Beweis ist. DNA, DNS-Test. Oh, ich darf den mitnehmen. Warum habe ich das nicht vorhin schon Poncho gemacht? matches the one seen on the security cam tape. And what do we have here? A singed area. Let's find out where this poncho came from. Wo der herkommt, wo der Poncho herkommt. Halt, halt! Hier hat doch gerade was geblinkt. Not the right tool for this. Oh, ey, komm, du bist komisch, bist du. Not the right tool for this. Ja, was soll ich denn dann nehmen? Was ist das hier, ein Fleck? Also muss ich doch, was ist das? Tupfer. Ah, genau. This damage could easily have resulted from a flash burn. Okay. Dann lass uns mal ins Labor gehen und endlich... Oh, ich bin fertig damit, ja. Aber ich bin nicht fertig mit der Mühle. Die Mühle, das macht mich auch noch verrückt. Was ist da los? Was muss ich mit der Mühle machen? So, vergleichbar. Habe ich jetzt... Ach, Kondomabstrich. Alter. Vergleich B habe ich doch auch wieder nichts Besonderes. Try to match these to known samples. Ja, erzähl mir nichts Neues. Was ist hier los? Oh, jetzt fängt hier noch zu blinken an. Okay. These synthetic fibers were exposed to enough heat to melt the ends, but only for a very short exposure. A flash fire. We know the ladies play with fire, so this could have happened under normal circumstances. But our video evidence argues otherwise. How many people have this same poncho design? Das ist eine gute Frage. Wie viele Leute haben wohl denselben Poncho? Also zurück. Ah,
hier, warum habe ich das nicht beendet? Was ist denn, was fehlt mir denn hier noch? Leute, ich weiß es einfach nicht. Muss hier irgendwas liegen, was ich übersehe? Hier unten, kann ich dorthin? Nein, darf ich nicht. Hier hinten liegt vielleicht ein Poncho rum. Oh. Ja, ist aber auch nichts. Eine Lampe. Oder ist hier irgendwo ein Käfer, der rumspringt? Sinnlos. Ich will nichts. Hier drauf. Ist nichts, ist nichts, ist einfach nichts. Also die Kante hier, die kaputt ist. Ich würde das gerne abhaken. Ich würde das gerne abhaken, aber sowas von. So, wir haben Brass, Poncho, Leichenschauhaus brauche ich nicht zu gehen ins... Hey, what's up? He's on his way to interrogation now. So. Tja. Der wird mir auch nichts anderes erzählen. Dude, that's all you get now. That's all you get, ja, that's all you get. Ist mir klar. Alles, was ich krieg. Auto fertig, Leichenhalle ist nicht fertig. Labor. Das einzig Wichtige ist eigentlich das Labor. Ja, da ist nichts. Mach mich nicht wahnsinnig mit der DNA. Ich mach doch hier nichts falsch. Der Kondomabstrich. DNS des Opfers. Nein. Stimmt nicht. List DNS. Stimmt auch nicht. Auch nicht, weil ihr seht es ja selbst. ABC stimmt auch nicht überein. Weil hier wieder ein Strich fehlt. Bei dem blauen von links, das zweite blaue von links fehlt was. Oder ist verschoben. A, B, C, D. Es ist wieder zu viel. A, B, C, D, E. Auch nicht, weil hier ein Strich beim dritten fehlt. Ein Strich. Mache ich irgendwas falsch? Sollte ich Vergleich A vielleicht mit dem beginnen und Vergleich B eventuell mit noch das mit reinbringen? DNS des Opfers. Witzig. Try to match these to known samples. Ja, ist schon. Oh, das ist ein Klugscheißer. Das ist.
habe ich hier alles verglichen. A passt nicht. B passt auch nicht. C. Das kann doch nicht so schwer sein. Verdächtige Tatortdiagramm, Tipps. Nein, ich will keine Tipps. Beweise. Wie sieht es mit den Beweisen aus? Habe ich irgendwas nicht entdeckt am Beweis? Kann ich mir nicht vorstellen. Weil es ist halt ein Stoff. Ein Stück Stoff. Würde es doch anzeigen, wenn ich hier irgendwas vergessen habe. Ne? Ja, natürlich, das nützt mir. Feucht. Ja, Bilder, was habe ich jetzt gemacht? Oh, was ist das? Ah, das ist ein verfahrenes Streichholz. Halt! Halt! Not the right tool for this. Ja, ist mir klar. Ich nehme immer das falsche Tool dafür. Oh. Too bad it's only a partial print. Still, pardon the pun, we may get a match. Kondom? Moment, wir haben ja noch das Kondom. Alter. Was habe ich denn hier alles vergessen? Boah, Nice work. Swabbing this condom inside and out should give us 2 sets of DNA, thanks to body fluids from both partners. Okay. Dann lass mal zu diesen gleich hingehen. Fingerabdruck. Erstmal den halben Fingerabdruck jetzt machen. Und dann... Ja, gesammelte Beweise. Ich versuche erstmal die Beweise zusammenzukriegen. Nein, passt nicht. Okay, sieht das so aus, als ob das... Ah, doch, das stimmt überein. Das ist Eds Fingerabdrücke. Good job, partner. What's cooking? Hey, Gris, cooking up a storm in here. Our partner just confirmed the match matches our current holding cell celebrity, Ed. So there's evidence of Ed Danville, both inside and outside of the cab. Coincidence? Could be. I've seen stranger things happen. And we've got a few other leads. So what exactly did Ed light up with that match? We'll find out. First of all, we'll see if he smokes. And I don't even care what. Later, Chris. Ja, der Chef muss auch mal vorbeischauen. Ja, so. Und jetzt will ich mal die DNA. Was hatte ich für DNA? Das war Abstrich von Kondom außerhalb. So. Vergleich B. Gesammelte Beweise. Abstrich Kondom innen. Das dürfte... Nein. Wie jetzt? Außerhalb und innen im Kondom stimmt nicht überein. Ach komm, ey, was ist denn mit den DNA-Beweisen? Kein Wunder, dass das so lange dauerte. Das stimmt nicht überein.
B stimmt auch wieder nicht. Ich muss hier mit meinen Augen ganz schön links, rechts schauen. Ich glaube, das stimmt überein, oder? Nein, der letzte nicht. Oh, ist schon mal wieder. A, B, C. Ist es wieder die dritte Kiste? Nein, ist es auch nicht. Gesammelte Beweise. Okay, das war jetzt nicht das. DNS des Opfers. Kondom innen hat nicht übereingestimmt. Liz. We've confirmed Liz engaged in heterosexual intercourse in the Fire Temple. Okay, die haben im Feuertempel zusammen geschlafen. Blinkt hier auch noch was? Nein. Echt. Wollt's mich fertig machen jetzt mit dieser DNS, mit den DNA-Spuren. Das ist das Einzige, was hier an dem ganzen Zeug noch blinkt. Wo ich nicht weiß. Ich gehe nochmal alles durch. So, Schuppe. Nein. Try to match these to known samples. Ach komm, erzähl mir doch nicht immer wieder dasselbe. Das habe ich doch schon zigmal verglichen. Ich finde ja nichts. Vergleich A. Kondom innen. Innen habe ich gerade. Try to match these to known samples. Ja. Beweise nochmal durchgehen. Dokumente. Dokumente ist eigentlich alles soweit geklärt. Auch die Beweise sind geklärt. Das hat was mit der Mühle zu tun. Oh Leute. Bevor ich mir hier wirklich den Kopf matig mache. Irgendwas muss hier an dem Teil sein, was ich vergessen habe. Irgendwas. Vielleicht haben die Sex dort gehabt in dem Teil. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, ich mache mal Schluss. Ich guck noch mal. Ich guck noch mal nach. Ich guck noch mal genau. Hier muss irgendwas sein. Hier unten. Oben. Nein, ich frag nicht. Dann frag ich nicht. Stein hier an dem Graben. Die Lampe muss doch auch einen Sinn haben. Reimt sich. Oh, echt. Es liegt ja einfach so da und... Oh.
rechts geht's darum. Hat was mit dem. Hey, what's up? Ich würde gerne mit beiden. He's on his way to interrogation. Allen noch mal reden, mit allen noch mal mich unterhalten und das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Der erzählt mir auch wieder nichts. Wann und warum waren Sie in Bob Kastners Taxi? Oh, da habe ich doch eine Frage. Who and where? Slow down, my brother. Take a step back before you go blaming that on me. I took a cab a couple of days ago, Saturday, I think, but I didn't ask the guy his name. Maybe it's your guy, maybe it ain't. We found a used match with your print on it in the cab. So maybe it is the cabbie who got burned, but so what? I smoke him when I got him, but what's that mean in the great scheme? Gute Frage. Was macht ein obdachloser Landstreicher in einem Taxi? Now that is harsh. I do odd jobs for cash. I can afford the occasional ride. Anyway, those lesbos, pardon my French, they were climbing all over each other. And not in a good way. Liz, she was all pissed off at Deb for God knows what and raving on about needing a cleansing. Next thing, Liz is lighting some pagan ritual fire that got way the hell out of hand and damn near burned the neighbor's fence down. Anyway, I tried to help put the thing out, and for my trouble, got Liz climbing all over my ass, also not in a good way. She said, "Get out, get the hell out of here," all freaked out, and man, this cab was on the corner, and I just grabbed it and told the cabbie, stop at the nearest bar. The Random Room, it's called. Oh, round 4, maybe 5. Closer to 5, I think. When do you think? When Miss Pyromaniac 1999's fire got out of control. Broad is brutal, man. She is out there. I can spare a few for the cause. Hey, like I said, you don't have to have a 9 to 5 to be a good citizen. But if you find burn patches, remember, I was playing Citizens Fire Brigade for that hot Les. Okay, jetzt habe ich eine Haarprobe. Jetzt habe ich wieder was DNA-mäßig mir helfen könnte. Hoffe ich doch mal. Haben Sie noch etwas hinzuzufügen? No, that's everything. So, when do I check out of that holding cell and get back to my windmill, my brother? We'll get back to you. Ja, zu deiner Windmühle musst du noch nicht zurück. Ich muss jetzt wieder ins Labor. Ja. Eine DNA-Probe nehmen von der ganzen Geschichte. Oder ist das schon DNA-mäßig gemacht? Das ist ja eine Haarprobe. Bitte, bitte, bitte. Ich bitte darum, dass jetzt endlich mal was gesammelte Beweise. Okay. Schuppe von blauen Jeansstoff. Stimmt das überein? Ja, eigentlich schon. This puts Ed at the crime scene. Of course, he already told us he was there distributing flyers. Ah, ja, okay. Er hat uns gesagt, dass er dort ist, hat er schon. Ah, okay. Dann haben wir noch der Abstrich vom Kondominneren. Kondominneres, stimmt das überein? Bla 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 bla, ja. Well,
Ed was definitely one of the two to tango. Hey, Gris, check this out. Looks like Liz and Ed generated some heat in the old fire temple. The fire goddess consummated with Mr. Free as the Wind? An elemental attraction, so the evidence says. Wonder who initiated it. Well, wouldn't you say that air stokes fire, Nick? Yeah, I get it. Let's go, partner. Hey. Wo geht's hin? Partner? Ich habe noch nicht alles abgeschlossen. Hey, what's up? What's up, man? He's on his way to interrogation now. Ach so, nein, der hat mir doch nichts zu erzählen. Ich glaube nicht, dass der irgendwas Neues erzählt. Wir wissen, dass sie mit Liz, der Feuergöttin, intim waren. What happened? Didn't work out for you? What makes you think I was with that lesbo? A little condom told us. So, since when is trying for a conversion get you a flag on the play? So, we did the nasty out in the artsy temple. So what? Don't tell me sex is illegal in Sin City now. No, but setting cab drivers on fire can get you pulled over. Ja, Brass, der ist immer so trocken. Das kann ich mich noch erinnern an die Serie. Vielleicht haben sie Liz geholfen, Bob Caster zu töten. Also den Taxifahrer. Maybe Liz solicited your help to protect Deborah from a known gay basher. Hey, Deborah's a major pain in the ass bone, you dig? So an old flame of hers gives her some grief. Why should I give a crap? So an old flame of hers goes up in smoke. That, too, I could give a damn about. And you can stir in Liz the Les. More trouble than she's worth. Or otherwise, why would I be sleeping in the windmill suite? Because Deborah caught you bumping uglies with her one and only? Just a guess. Intrigen. Sie zerrissen ihre Jeans am Zaun. Ja, das war vorne an dem Moschendrahtzaun. They ripped while you were getting away. Or should I say, trying to. Plus, we have your print on the turpentine can. Also on the match used to give the cabbie a light. You got wax in your ears, dude? I already explained all this. I had a smoke in the cab earlier. I was around turpentine all the time helping Liz with the temple. Get it? As for tearing my pants, thinking back, that must have happened when I went out to that foundry for a gander at those sculptures. Squeezed through the fence to get a better look. Must have happened then. Naja, ich sag mal, in dubio pro reo, wie der Spruch heißt, im Zweifel des Angeklagten, könnte er auch recht haben, dass er jetzt erstmal, dass man ihn nicht gleich tut. Das kann jeder gewesen sein. Ja. Warum waren sie in der Gießerei? I told you before, I was spreading flyers for the fire goddesses, trying to recruit the young and confused for their tribe. You're spreading something right now, but let's move on. Vielleicht haben sie und Liz den Taxifahrer aus Gefälligkeit für Deborah geräuchert. Also verbrannt. Could be you're looking at the only innocent party in this fire fest. Talk to those crazy bitches who threw me out. One obsessed with purifying by fire, the other the object of your dead cabbie's infections. Last I saw him, Liz was begging to get back in Deborah's good graces, saying she'd do anything for Deb if she took her back. Anything. And then poof. One cabbie turned crispy critter. Well, thanks for your sensitive insights. That's it for now. Okay, das war's wohl wirklich fürs Erste. Dude, that's all you get now. Ah, okay, that's all we get. Das ist alles, was wir bekommen. Ah, warum?
Warum ist an dieser Mühle nichts zu finden? Ist das am Ende erst, vielleicht ist er ja so schuldig, dass, Hörzimmer, Leichenschauhaus. Ich gehe jetzt alles nochmal durch, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Da wollte mich doch verarschen. I don't have anything for you right now. Hier liegt ja auch nichts, ja? Hier ist ja nichts in der... Nein. Beweise, Beweise, Beweise. Die sind abgeschlossen. Das ist abgeschlossen. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Oder doch? Und wenn ich nochmal jemand befrage, dann kommt dann immer die Antwort, naja, es gibt halt nichts. Die Windmühle, diese Windmühle. Kein Hinweis da irgendwie, was ich da finden könnte. Mann, oh Mann. Gehört dieser Poncho Ihnen? Das bedeutet nicht, dass ich nicht weiterfragen darf. Okay. Why, yes, that's mine. I misplaced it some time ago. Where on earth did you find that? Im Hinterzimmer des Tempels. Wissen Sie, wie er da hingekommen ist? I didn't put it there. Liz might have borrowed it. She works later hours on the project than I do. I've known her to keep warm in that poncho, come to think of it. Last time you remember seeing the poncho? Really, I don't know. I don't wear it much anymore. In this climate, it was a little heavy. But just guessing, a month ago, maybe. Oh, eine Vorladung bei Press ist... Oh, alala. Wir würden gerne ein DNS. Oh, ich bin froh, wenn ich das hinter mich gebracht habe. Why not? I told you before, I had nothing to hide. Nice to know. Das ist gut zu wissen, natürlich. Können Sie uns sonst noch etwas sagen? Well, this may not have anything to do with anything, but late Tuesday night, when Liz and I got home, things got kind of moved around in here. Not like the furniture had been rearranged or anything, just kinda off-kilter. I thought maybe somebody'd broken in, so we gave the place a good looking over. Only thing we found missing was a few dollars. And I mean a few, 15. Haben Sie eine Idee, wer es genommen hat? Liz would kill me if she heard me say, but I think it was our friendly free spirit helper, Ed. Okay. Da gehe ich nochmal zu Liz. Gehe nochmal draußen hin. Frage nochmal die Freundin. Ja. Und dann mache ich mich wieder an die DNS. Und eine Vorladung habe ich. Darf ich nicht vergessen. Ich habe ja auch die Vorladung. Wessen Poncho ist das? Well, that belongs to Deborah. Or anyway, it used to. Haven't seen her wear it in ages. No idea what it was doing in there. Ach so, du hast keine Ahnung, wo der herkommt. Okay. Okay. Gehen wir mal zu Press Labor. Es war ja auch noch was rauszufinden. Ach nein, das war der Golfplatz, wo ich immer noch nichts finde. Stunden später und ich habe dort noch nichts gefunden. Kann ich noch einmal mit dem Verdächtigen? Nein, will ich nicht. Der hat sowieso nichts zu melden. Deborah Finch. Bob's harassment gives Deborah a murder motive, and she owns that singed poncho that matches the video footage. All right, let's bring her in and hear her story. Ja, das finde ich auch. Da die Videoaufnahme mit dem im Taxi und der Poncho
könnte sie sein? We'll start with the dead cabbie, who was your spurned high school prom date. A known gay basher who has lately made making your life miserable his hobby. Your singed poncho was found at the crime scene, likely worn by whoever gave Bob his Viking funeral, skipping the step of him being dead first. How many times do I have to tell you? I haven't seen that poncho for a month, at least. I haven't the slightest idea how it got burned or wound up out in the fire temple, and Liz says the same. Okay, dann lass mal loslegen mit den Fragen. Dann, wo waren Sie Dienstagnacht zwischen 9 und 10 Uhr? Well, we had another fight. Sort of the aftershock following the big quake. If you've ever been in a relationship that had a bad bump, well, you'll understand. Anyway, Liz stormed out and was gone so long that I got worried. Got in my car and drove around for hours looking for her. Und wie viel Uhr hat Liz das Haus verlassen? Geez, I don't know. I mean, I was so upset, I'm not sure. Close to 6, I think. So you were out driving around? Yeah, I went everywhere. All the places we usually go, you know? I got home maybe midnight, and Liz came in about 10 minutes later. Ja, ich hoffe, ich kriege auch mal raus, wo die... Ja, jetzt schon mit der Windmühle. Gibt es Zeugen für die Zeit zwischen 9 und 10 Uhr? Really, I don't know. I hardly knew where I was at that point, and I sure don't remember now. Was genau ist zwischen Ihnen und Bob Kästner passiert? Ist das, das ihn veranlasst hat, Sie zu belästigen? You already know our high school history. Add that to him being a bigot, full of hate, who came out of a hideous, dysfunctional family. What it comes down to, he couldn't handle me choosing a woman over him. So finally, enough was enough. The phone call harassment, the cab constantly driving by, a stalker on wheels. You flagged him down, you got in the cab, you said you wanted to talk, only you were burning mad, enough to burn him out of your life. Permanently. All that turpentine around your place? Plus you know your way around fires, thanks to Liz. Bob wouldn't cooperate, so you lit a fire under him. Literally. I did not. He was a beast, a monster. But taking a life is not my way. It's not who I am. It's against everything I believe, foreign to every fiber of my being. Naja, ich meine, man kann denken, was man will. Du kannst denken, ich will die Person, die würde ich am liebsten umbringen, aber du machst es halt nicht. Denken kannst du alles. Die wenigsten tun es halt, das ist normal. Wie würden Sie die Beziehung zwischen Liz und Ed beschreiben? What relationship? He was just this freak passing through who stopped long enough to help us with our art project and, you know, put up flyers and stuff. So you didn't know things had gotten hot and heavy between them? Behind your back? You make it sound like an affair. All it was a night where things got out of hand is all. Liz and that freak got together one time. One time. He got her drunk and laid a smooth line on her and anyway, that happened Saturday night. And I saw them together. And Liz and me, we had this big knockdown drag out. Not physical, just verbal, but a big fight, okay? And she promised me it was just this one time. It would never ever happen again. She went and set this bonfire to show the fling was flung and she would cleanse herself and our space of the creep. And like I said, she was kinda drunk. Fire about got out of control. Anyway, Ed crawls out of his hole somewhere and tries to pitch in. With stopping the fire, Liz starts screaming at him and he books it. Never came back. She was crying and I was crying. Not that any of this is any of your business. Well, we got the fire out at least. Neighbor's fence, a little worse for the wear. Okay. Ich glaube... That's all I have to say for now. Das habe ich mir gedacht. Press? Nein. Das ist seltsam.
Habe ich irgendeine DNA-Probe jetzt gekriegt oder irgendetwas? Ich weiß nicht mehr. Ich habe jetzt das ganze Gespräch verfolgt. Das ist alles wieder so ein Erzählen. Ich könnte, hätte können und war Absicht gemacht. Kann ich auch einen Gerichtsbeschluss bekommen? Können wir eine Vorladung bis Settlement bekommen? So Liz plays with fire, huh? Bring her in and apply a little heat. Let her feel the burn. Liz ist die andere, oder? You have a record of fire-related misdemeanors and are currently building something called a fire temple. Plus your fingerprint and turpentine were found at the scene of a murder by immolation. Combustible stuff, Liz. Liz, wie sieht's aus? Wir glauben, dass sie Bob Kästner getötet haben. Wie viel Uhr Bob Kästner aus dem Taxi geschmissen? Wie viel Uhr hat sie Bob Kästner aus dem Taxi geschmissen? Ich mache erstmal langsam, würde ich mal meinen. Didn't I say 6? No, wait. We drove for a while. Maybe closer to 6:30? So when did things first heat up between you and Ed, Liz? Well, that's just nonsense. You know my orientation. DNA doesn't lie, Liz. We found a used condom used by Ed and you. Fire Temple gate swing both ways? I think you talked your new lover into helping you do more than just create art. Who knows? Maybe he gets a kick out of setting fires too. Anyway, you brought the turpentine and the matches, and Ed doused Bob with the turpentine and lit the fire. And you're supposed to be a scientist? You're adding 2 and 2 and getting 48. Okay, so Ed and I got hot and heavy one night. Too many stars and too much wine, and Deborah caught us at it. And she didn't know that I was bi, and she just went off the deep end. I've been struggling to put the pieces back together ever since, which is why I kicked Mr. Freeborn out on his neo-hippie ass, okay? Ed's a user, a manipulative jerk who preaches freedom and then does everything he can to control you. I'm onto him now, but even when I wasn't, I wouldn't commit murder. My God, I'm an artist, not an arsonist. Ach Mann, kriege ich jetzt auch nichts mehr. Wir glauben, dass sie Bob Kästner getötet haben. Oh, okay, ja, die Frage, das war eigentlich die erste, die ich vermieden habe, aber die stellen wir jetzt mal. For you, this is all about science, right? Reading the evidence. But you need to look through my artist's eyes to understand that I couldn't have done this. To me, fire is cleansing, a ritual of rebirth, phoenix from ashes. Would I waste something so precious on a sack of human excrement like Bob? Oh, I don't know. Sacks of human excrement rate high on my list of things needing cleansing. You knew Bob was a gay basher and was harassing Deborah. You were taking steps to protect your lover. You hailed Bob's cab for a ride. After a while, had him pull over, doused him with turpentine, and did a little cleansing on him. No. I confronted him about his harassment, yes, but he's the one who got violent. He threw me out of his cab. Must have been drunk out of his mind. Guys, get serious. We're artists. Gentle people. We don't destroy. We create. Yeah, right. With fire. I've said all I'm going to say for now. Ich habe einen Durchsuchungsbefehl bei Press. Ich lall jetzt schon. Durchsuchungsbefehl für die Mühle, wo das Action noch nicht da ist. Das Büro. Okay, lass mal ins Büro gehen. Mal schauen wir mal. Das Durchsuchungsbefehl liegt uns bereit. Nach den haben wir einen Durchsuchungsbefehl für die Minigolf an. Ach so, ich muss da erst einen Befehl. Deswegen finde ich dort nichts, weil ich einen Durchsuchungsbefehl brauche. Alter Schwede. I already gave it to Nick. Meet him out at the miniature golf course. Oh, and Ed's story about taking a cab to the bar on Saturday? Didn't check out. Good thinking, nailing him on the specifics during questioning. The cab company has no record of a fare there on that day.
Leute, ganz zum Schluss. Hier, das einzige Häkchen, was mir fehlt. Auf dem Minigolfplatz in Las Vegas. Kann nicht sein, ey. Kann nicht wahr sein. Stunden später wirklich. Und sind auch bis schon 2 Stunden. Oh, na, andere Sichtweise. Okay. Hey, partner. I checked out Ed's bedroll in the windmill. Nothing useful in it. If he had any other clothes, he got rid of them. Ah, ich durfte nicht in die Windmühle rein. Appears Ed didn't like having a hole in the middle of his suite. Stuffed something in there. Ja, da hat jemand. Oh, ist Man, das what are you, the club pro? Didn't hear the ball come out the other end though, so let's take a look. Let's take a look. Wo der Ball rauskam, ich habe jetzt nichts gelesen. Wahrscheinlich, ja? Wo der rauskam, stimmt, das war jetzt wichtig. Oh, hier ist ja nichts drin. Ah, hier unten. Ah, er steht jetzt hier unten. Ach, das ist aber auch schön. Das bringt mir aber nichts. I can see something stuffed in there. One more ball ought to do the trick. Aha. Hier steckt was drin, also noch ein... Ich habe jetzt das auf Englisch jetzt einfach nur angehört. Ja. Noch ein Ball. Ist klar. Hole in one, or maybe one more in the hole. If they had MVPs in miniature golf, you'd be it, Slick. That's a tightly rolled, rubber-banded wad of money that was stuffed down there in Ed's little bank. Okay. Ah, das ist ein Bündel Geld, was da raus ist. Mitnehmen, bitte. This may answer the question of why the cabbie had no money on him, or in his vehicle. Okay, gibt's hier Fingerabdrücke? Not the right tool for this. Ja, ist mir schon klar. Not the right tool for this. Oder ist da ein Haar? Ach so, hier ist ein Haar drin. Ein Haar. Und ich gehe wieder zum DNA-Bereich. Okay, lass uns mal schauen, ob jetzt das mit dem Golfplatz vielleicht eventuell erledigt war. Ach, schön. Ach, ab ins Labor. Ab ins Labor. Jetzt DNA-Probe. Wenn das was mit Geld zu tun hat, dann ist es natürlich wieder klar. It's all about the money. Ja. Vergleich A wäre jetzt das Haar von der Geldrolle. Vergleich B, gesammelte Beweise, die Schuppe zuerst. Ich lege jetzt mal los. Ich lege jetzt richtig los. Gesammelte Beweise, TNS des Opfers. Wieso stimmt das überein? Stimmt das? Ja, oder? The hair with the money belonged to our Vic. Of course, he was bald, so I don't even want to know where this hair came from. Aha. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist was. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich was? Ach, die Geldrolle, die kann ich auch analysieren. Okay.
Ah, our dirty money was drenched in turpentine, just like the cabbie. Ah so, das war auch Terpentin auf dem... Aha. So, wenn ich schon alles fertig habe, würde ich mal meinen, ich gehe jetzt mal zu Brass ins Büro und fordere nochmal, dass ich nochmal das Terpentin, das muss ich mir merken, vielleicht ist jetzt noch ein Gerichtsbeschluss, wenn wir einen Haftbefehl für war das wirklich? Better golf score than I've seen in a while. Think we should have another chat with Freeborn Edsel, don't you? Genau, das ist ja der dort auf dem Golfplatz gelebt hat. Und das weist alles darauf hin. Am Ende beweist eigentlich, dass er schuldig ist. Etwas Komisches ist heute an der Minigolfanlage passiert, bei Loch Nummer 8. Funny strange or funny hysterical? Hysterically strange. My partner here scored a hole-in-one with 2 balls. You lost me at hello. Lassen Sie mich helfen. Ich habe eine Menge Geld gefunden. Schon eine Ahnung, Dude? Oh, you mean my hidey hole. Well, sure, no problem, my brothers. I can explain that. No, let me. After Liz tossed you out, you had no place to stay and no money. So you came back Tuesday night, you found your hostess is gone, and you helped yourself to $15. Oh, and for warmth on a cool Vegas night, you stole Deborah's poncho. I don't know what you've been smoking, Captain Brass, but it can't be legal. Natürlich. Und Diebstahl auch nicht, ebenso wie Mord. You knew that poncho and the record of harassment would implicate Deborah in Bob's burning. And you were pretty pissed off at the cab driver anyway for just generally being a small-minded jerk. You know, a free spirit like you. You took the turpentine, too. Evidence pre-selected to put the blame on the fire goddesses. Settling a grudge or two, even as you built your bankroll from nothing to something. It was easy to find Bob's cab to hail. Hell, he kept driving up and down in front of Deborah's. You told the cabbie to take you to the foundry yard. When you got there, you doused him with turpentine, threatened to set him on fire if he didn't give up his cash. He gave you the money, but you lit him up anyway. The flash fire singed your hairs and the poncho. Once out of the cab, you ditched the turpentine can and slid through the fence. In a hurry to get away, you tore your jeans. Then you ditched your clothes and shoes and headed back to Deborah's where you planted the poncho in the temple. So you got his money, but you really wanted to get even with the women, and maybe with Bob himself. You got it wrong. I doused the guy, okay, and he handed over his money, but I didn't want it. I was just trying to scare him out of being such a bastard to Deborah, right? I lit a match, but I was just trying to scare him. He went for my hand and the match dropped and we both got burned. And you just grabbed the money to save it from the flames. Be cool! It could have happened that way, right? And if it didn't, if I did do it the way you say, then all I really did was rid this beautiful planet of one ugly bigot. And you should give me a medal, not put my ass away. Maybe I was sticking up for those fire goddesses and their lifestyle. And mine. All we really wanted to do was live free, to spread the love. And the bigots of the world, the Bobs of the world, they're the ones that deserve to get burned. You said it yourself, Mr. Freeborn. You and Bob both got burned. And where you're going, you'll find a lot of people living alternative lifestyles, including white supremacists like the late cab driver. You'll have plenty of opportunity to spread the love. Brass, der bringt's auch Well, aufs that's one dude I don't mind roasting in the can. All this talk of heat, though, I'm ready for a soda. You want one? I'll meet you in the conference room right after Grissom gives you his eval. Ach so, ich bekomme noch eine Bewertung. Okay. Das haben wir doch schön gemacht, oder? All right, here's your evaluation.
For evidence, you found everything there was to find. For hints, you didn't need any at all. And, at the end of the day, you followed the evidence to a clear conclusion. Can't argue with that. Good work. You did very well, though as I noted, there's still some room to improve. I'm giving you an above-average grade. And by the way, thank you for all the new specimens you found for my collection. Ja, gerne geschehen. Das ist gern geschehen. Sobald ich ein Insekt finde, dann bringe ich dir's. Und das ist noch das harmloseste. Ja. Okay, wir wissen jetzt, wer der Mörder ist. Ich hätte erst auf eine von den Lesben getippt, aber das war keine davon. Ja. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, ja. Ich kenne auch 2. Ich meine nur, es wird ja auch so gesagt und deswegen. Ja, das nächste wäre doppelter Einsatz. Also einfache Statistik, Senior, Gesamt 37 von sie, 2 von 5. Was habe ich aktuelle Werte, Senior? Gesammelte Insekten, 2 von 5. Wieso denn das? Gründlichkeit, 15 von 18. 2. Es gab noch 3 Insekten. Oh, ich habe mich so auf den Fall konzentriert, dass ich die Insekten vergessen habe. Ja, Leute. Da würde ich sagen, jetzt auch nach über 2 Stunden mache ich jetzt erstmal Schluss. Ja, ich hoffe, ihr wart jetzt hier dabei und seid meinen ganzen Gequatsche gefolgt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt ja auch hochspulen, wenn es manchmal ein bisschen langlebig ist. Oder, ja, egal, was ich sagen wollte. Ja, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und wie immer vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören, denn wenn ihr bis hier dabei wart, dann ist es gut für den Algorithmus auf YouTube und für meinen Kanal und für meine Videos. Und wie immer, vielen Dank und ich bin erstmal weg, ehe ich mich hier noch mehr verquatsche. Ja, der nächste Fall, ihr seht es schon, der ist dann bald in Arbeit. Bis dann, ich bin weg.